gesegneten Sabbat. Let's begin with a silent prayer. Lasst uns mit einem stillen Gebet beginnen. Amen. Amen. Okay. So, blessed Sabbath once more. So ein weiteres Mal gesegneten Sabbat. And today we will look at the feasts. Und heute werden wir die Festtage anschauen. And we will try to figure out how they all fit in here into this number 10. Und wir werden versuchen zu sehen, wie sie alle in diese Nummer 10 hineinpassen. So this 10 and this 10, we understand is in principle the same 10. Also wir verstehen, dass diese 10 und diese 10 im Prinzip beinhalten dasselbe. So I just stretch this 10 out. Also hier unten haben wir einfach mehr Platz, das hier ist dasselbe 10. Okay. So in which chapter do we find all the feasts in the Bible? Und in welchem Kapitel der Bibel finden wir alle Festtage? Yes? Also in das Chapter? dritte Buch Mose, 23. in Kapitel 23. Okay, so let's go to our notes. So lasst uns zu den Notizen, die gibt es in Deutsch und Englisch im Livestream. And it says here, beginning in verse 1 to 3. Und die ersten 3 Versen, dritte Buch Mose 23. It says, And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them concerning the feasts of the Lord, which ye shall proclaim to be holy convocations. Even these are my feasts. 6 days shall work be done, but the 7th day is the Sabbath of rest, and holy convocation. Ye shall do no work therein. It is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. Okay, so what do we see here? So was sehen wir hier? We see the Sabbath, right? Hier können wir den Sabbat sehen. Amen. So, and it says here, how many days are you to work? Und wie viele Tage sollst du arbeiten? 6 days. 6 right? Tage. But the 7th day is then the Sabbath of rest. Aber der 7. Tag ist das Sabbat der Ruhe. And it's a holy convocation. Und es ist eine heilige Versammlung. Okay, just remember this word holy convocation, Also okay? denkt daran, heilige Versammlung. Because we will find it many times repeated here. Denn wir werden das öfters wiederholt zu sehen bekommen. Okay, so now let's go to Revelation chapter 1 verse 9 and 10. So, jetzt Offenbarung Kapitel 1, die Verse 9 und 10. It says, I, John, who also am your brother and companion in tribulation, and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice as of a trumpet. Okay, so where do we mark John here on our line? So, wo markieren wir Johannes hier auf der Linie? Yes, at the beginning of the 10th. right? Anfang des 10. So he's now here in the Lord's Day, which is the Sabbath. Right? So, er ist hier gerade am Tag des Herrn, was das Sabbat ist. And we saw in other illustrations that Jesus did healing miracles on the Sabbath. He healed, for instance, these
halt and withered the poor and the maimed, right? Also wir haben in anderen Stellen gesehen, dass Jesus am Sabbat geheilt hat. Also in den einen sagt, dass er heilte den Krüppel, der Lahme, der Blinde und der Arme. Yes, When the waters get stirred up. exactly. Also wenn die Wassern aufgewühlt werden. Okay, so and in Leviticus it says it's a feast of God, right? Und im 3. Buch Mose es sagt, dass dies ein Festtag des Herrn sei. And it's a holy convocation. Eine heilige Versammlung. Holy convocation. Okay, but leading up to the seventh day, Aber bis zu den 7. Tag hin führend. and I just consider now whether I just illustrate it here. Yeah, just make it here now. Okay, so you have the seventh day here, right? Da hast du den 7. Tag. And we understand it's also the seventh plague, the seventh trumpet. 7. Tag, 7. seventh Plage, 7. Posaune, 7. Siegel. What comes prior to the seventh? What did we read? Was kommt vor der 7.? Was haben wir gelesen? 6 days. Der Okay. 6. So 6 days. Okay. 6 Tage. And I want to show you that these 6 days are beginning here at the Sunday law in this illustration. Und in dieser Darstellung möchte ich zeigen, dass diese 6 Tage fängen hier am Sonntagsgesetz an. And I just draw it now like this. I don't know whether they also split up somewhere here. Okay, I haven't considered this. Also ich zeichne sie nur hier auf. Also ich bin hier in diesen Darstellungen nicht sicher, ob sie sich hier zum Beispiel 1 bis 4, 5, 6 und dann 7 in dieser Darstellung sind oder nicht. Also hier sind sie einfach mal ausgezählt, also nichts. We understand, for instance, the sixth plague and all these things. The sixth trumpet is marked here at the midnight cry. So maybe the first 5 days lead you up to this point. So Also ich weiß es nicht. Wir wissen, dass die Posaunen, also so die erste 4, der 5. und der 6. beginnt hier und dann der 7. da. Ich weiß nicht, ob das dasselbe mit den Tagen ist. Das weiß ich nicht. I forgot to look into this. Okay. Also ich habe nichts bis jetzt da hineingeschaut. And maybe the creation week will, give some more clarity. Also vielleicht der Schöpfungswoche wird uns etwas Klarheit an diese Sache geben. Okay. Anyways, so let's continue. So, lasst uns für jetzt weiterfahren. So let's go now to Leviticus 25 So, jetzt in den Notizen, 3. Buch Mose 25, and let's read verses 1 to 4. die ersten 4 Verse. Because the same thing that applies to the weekly Sabbath also applied to the yearly Sabbath, right? Und dasselbe, was zu den Wochensabbat angewandt ist, ist auch zu diesem Jahressabbat Okay, anzuwenden. let's read verse 1 to 4. Ersten 4 Verse. And the Lord spake unto Moses in Mount Sinai, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye come into the land which I give you, then shall the land keep a Sabbath unto the Lord. 6 years thou shalt sow thy field, and 6 years thou shalt prune thy vineyard, and gather in the fruit thereof. But in the 7th year shall be a Sabbath of rest unto the land, a Sabbath for the Lord. Thou shalt neither sow thy field, nor prune thy vineyard. Okay, so same illustration, right? Selbe Darstellung. Amen. What are you to do 6 years? Was sollst du 6 Jahre lang tun? Work, right? Arbeit. But in the 7th is no work. Aber in Okay. der 7. keine Arbeit. So I write down here no work. So, Okay. hier schreibe ich nieder, keine Arbeit. But in these 6 years there was work. Aber in Okay. diesen 6 Jahren wohl. Okay, and what work are you not to do anymore? Und welches Werk sollst du nicht mehr Is tun? there no work for us to be done in this time here? Gibt es kein Werk für uns in dieser Zeit, die wir tun sollen? There's obviously work. Natürlich Right? gibt es ein Werk für uns zu tun. How many different works are there in the Bible? Aber wie viele verschiedene Werke gibt es in der Bibel? Yes, and? Yes. Also Yes. unsere Werke und Werke, die durch das Wort etabliert sind. Yeah, so they're your own works and they are the works of God, Also right? deine eigenen Werke und die Werke Gottes. And we are to rest from our own labors here. Wir sollen Right? von unseren eigenen Werken in dieser Zeit ruhen. Yes, on the Sabbath day we're resting from our own labors. Am Sabbattag ruhen wir von unseren eigenen
Werken. And it arbeiten. would be a sin to do your own labor on the Sabbath, right? Es wird eine Sünde, deine eigenen Werken am Sabbat zu tun. But is it a sin, for instance, here now to stand and preach, because that's also work, right? Aber es ist eine Sünde, hier zum Beispiel zu stehen und zu predigen, denn das ist auch ein Werk, richtig? Yes, it's God's work. Das ist And Gottes Werk. so you're allowed to do God's work on the Sabbath, Also okay? dir ist erlaubt, Gottes Werk am Sabbat zu tun. Which is not a sin, but it's Das actually nicht. required you to do. Okay. Und nicht nur ist es nicht eine Sünde, sondern es wird auch von dir verlangt. Okay. But, So- but also, no, I get your point, but God's work, it says there's a time for everything, and His work is determined by the prophetic narrative, what that work is going to be at that time. Also Bruder Mark sagt dazu, also sein Werk wird bestimmt durch die prophetische Geschichte. Es gibt eine Zeit für alles und je nachdem, was geoffenbart wird, offenbart auch gleichzeitig dementsprechend das Werk, die zu tun ist. Yes. Okay, now let's go to Exodus 21. Jetzt gehen wir zur 2. Buch Mose 21, Let's read verse 1 and 2. Verse 1 und 2. It says, Now these are the judgments which thou shalt set before them. If thou buy an Hebrew servant 6 years, he shall serve, and in the 7th he shall go out free from nothing. And also Deuteronomy 15 verse 12. 5. Buch Mose 15, 12 auch noch. And if thy brother, an Hebrew man or a Hebrew woman, be sold unto thee, and serve thee 6 years, then in the 7th year thou shalt let him go free from thee. Okay, so how long is this Hebrew servant to be served? So, Or are to serve? so wie lange soll dieser hebräische Knecht dienen? 6 years. Okay. 6 Jahre lang. So 6 years to work, but in the 7th, So, yeah, 6 Jahre soll er werken, aber in der 7. he's to go free, Er right? soll freigelassen And werden. it's a year. Yes, and it's a year. Und Okay. es ist auch ein Jahr. And when we bring now in other points, okay, Und wenn wir andere Punkte jetzt hier hinzubringen würden, what happens here at the final review? was geschieht hier an der finale When the Untersuchung? 7th plague comes, what does it mark? Wenn der 7. Plage kommt, was markiert ist? The books are opened. Okay, my question is maybe I must 1,000 formulate things. this. Okay. Every vision. So, what does Jesus say? What happens to the time of trouble? Was sagt Jesus? Was geschieht mit der Zeit des Trübsals? It's cut short. It's cut short. Okay. Abgekürzt. So right here, when the 7th plague comes, it's cut short. So gerade hier, wenn der 7. Plage kommt, es wird abgekürzt. And when it's cut short, what happens to you? Und wenn es abgekürzt wird, was geschieht What happened? mit dir? What happened, for instance, with the 3 friends in the fiery oven? So, was geschah mit den 3 Freunden im Feuerofen? Their persecution finishes, Yes. Hastily brought out. Also deren Verfolgung kommt zu einem Ende. Yes. but it's not finished. Yes. Amen. Okay. Aber es ist nicht zu Ende. So you're delivered here, but you're not fully delivered here. Also du wirst hier befreit, aber du bist nicht vollständig befreit. So You're here, still in the fiery furnace till the end. so I will just mark here deliverance Also ich schreibe hier nur Erlösung. begins. Okay, Die Erlösung beginnt. and here you're fully delivered. Okay. Und hier bist du vollständig befreit. Just like, for instance, with the story of what's his name, Peter, right? Genauso in der Geschichte mit Petrus. He was in prison. Er Right. war im Gefängnis. And this time you're in prison here. Right? Diese Zeitperiode hier oben bist du im And Gefängnis. Joseph, he was also in prison and he was released here from Josef prison, right? auch im Gefängnis und war hier befreit. He came out hastily out of the dungeon Ist to in give the Eile. prediction, right? In Eile aus der Kerker herausgekommen, um die Vorhersage zu geben. And Peter, he was also in prison facing death, right? Petrus war auch im Gefängnis und stand vor dem Tod. And then the angel came to him Das Engel kam zu ihm in der Nacht. and the chains fell off. Und seine Ketten fielen ab. And what was he fully set free there? Aber war er vollständig frei? What was Was still musste er immer required noch of him? tun? He had to put on the gospel armor. To go through four Yes. doors. Four Three gates. Three gates. Oh, er musste durch 3 Tore noch weitergehen. He had to go through 3 gates until at the end he was fully set free. Right? Er musste durch 3 Tore durchgehen, bis am Ende er vollständig frei war. So therefore you have in this sense 3 steps in here that lead you to the full deliverance. So hierin befindet man 3 Schritte, die führen zur vollständigen Befreiung. And there we see therefore 6 years you are to
labor as a Hebrew servant, So 6 Jahre, wie wir hier sehen können, musst du dienen als ein hebräischer Knecht. but when the 7th comes, you are to be set free. Aber wenn der 7. kommt, sollst du freigelassen werden. Now let's go to Jeremiah 34, Jetzt gehen wir zu Jeremia 34, verse 13 to 14. die Verse 13 und 14. It says, Thus saith the Lord, the God of Israel, I made a covenant with your fathers in the day that I brought them forth out of the land of Egypt, out of the house of bondmen, saying, At the end of 7 years, let ye go every man his brother in Hebrew, which hath been sold unto thee, and when he hath served thee 6 years, thou shalt let him go free from thee. But your fathers hearkened not unto me, neither inclined their ears. So when is the servant fully set free? So wann ist der Knecht vollständig freigelassen? At the end of the 7th, right? Ende der 7 Jahre. So you labor for 6 years, and when you come to the 7th, that's a year of release. So, Okay. wenn du arbeitest für 6 Jahre und wenn du kommst zur 7., das ist ein Jahr der Freilassung. So you're not to serve in the 7th anymore, but you're also not fully set free until the very end. Also du sollst nicht mehr dienen in der 7. Jahr, aber du bist immer noch nicht vollständig befreit bis zur Ende der 7. Jahr. Okay, because you only to serve 6 years, in the 7th you go out. Du sollst nur 6 Jahre dienen, im 7. Jahr gehst du hinaus. And to what is Jeremiah comparing this service here? Und zu was vergleicht Jeremia dieses Dienst hier? Out of the land of Egypt. Yes, Aus dem Land Ägypten bondage heraus. in Egypt, right? Das Knechtschaft in Ägypten. So let's go now to Deuteronomy 15, verse 1. So, lasst And uns jetzt zur 5. Buch Mose 15, Verse 1 und 2. It says, At the end of every 7 years, thou shalt make a release. So what is also marked at the end of the 7 years? So, was ist auch markiert am Ende der 7 Jahren? A release, right? Ein Erlass. You see the same thing with Nebuchadnezzar. 7 years, he was to eat grass at the end of the 7th year. He could reinstated and said, Peace be with you. Yes. Das ist dasselbe in der Fall von Nebukadnezar am Ende von den 7 Jahren. Er ist wieder eingestellt worden in sein Amt und es wird gesagt, Friede sei mit dir. Okay. Verse 2. And this is the manner of the release. Every creditor that lendeth aught unto his neighbor shall release it. He shall not exact it of his neighbor or of his brother, because it is called the Lord's release. So, what do you get released from here? So, von was wirst du hier befreit? Literally back then? So, buchstäblich damals? Any debts. Also deine Schulden, And what are Geldschulden. the debts symbolizing? Und was stellen diese Geldschulden dar? For instance, in the parable where the man comes and owes the king 10,000 talents, right? Zum Beispiel in das Gleichnis, wo der Mann vor dem König kommt und schuldet ihm 10.000 Talente. Who was the king? Wer war der König? Yes, Christ, Das right? war Christus. So, in the debt that we have before him Und is den Schulden, die wir vor Christus haben, ist yes, our sins, right? unsere Sünde. So, therefore, what happens here with your sin at the end? So deswegen, was geschieht hier am Ende mit deinen Sünden? Yes, they're blotted out. Sind Okay, getilgt. so that's the sins blotted out. Sünden werden ausgetilgt. They're already blotted out. Yeah, I mean, they're all, okay, I see your equal. Okay. So now let's go to, and we know the story of Esther, right? Also wir sind bekannt mit der Geschichte von Esther, vertraut, Because she marries now Ahasuerus, weil sie heiratet den Ahasuerus and then she gets this crown put on, right? und sie erhielt diese Krone aufgesetzt. And where's the marriage marked? Und wo markieren wir das der Hochzeit? When does When does Christ marry his people? Wann heiratet Christus sein Volk? Die Ende. At the end, right? Am Ende. So here's this marriage, Hier ist der Hochzeit, because his subjects are now made up in this time, right? weil seine Untertanen in dieser Zeit werden vollständig gemacht, And vollzählig.
And what happens then at the end, or when he marries, or where did Christ marry Abigail, for instance? Und wo hat Christus Abigail At the end geheiratet? of the 10 days. Yes, at the end of the 10 days, Am right? Ende der 10 Tage. Yes, when Nabal got smitten at the end of the 10. Also als Nabal erschlagen worden ist am Ende der 10. Yes, and then he married Abigail. Right? Dann hat David den Abigail verheiratet. Okay, now verse 18. Let's read Esther 2, verse 18. Esther, Kapitel 2 und Vers 18. So he married now Esther, and then it says, Then the king made a great feast unto all his princes and his servants, even Esther's feast. And he made a release to the provinces and gave gifts according to the state of the king. So what did the king do? So was tat der König? Made reparation. Yes, he gave this release, Er right? gab Reparaturzahlungen, er gab dieses Erlass And he gave these great gifts. und diese große Gaben gab er. Okay, Geschenke. so, and what are the gifts that the Lord gives us here? Und was sind die Gaben, die der Herr uns hier gibt? All his goods. All his goods. Yes. All seine Güter. Okay, gifts. Okay. That's all his goods, right? So die Gaben, das sind all seine Güter. Because we saw Denn wir haben gesehen, that this bondage of the Hebrew servants was compared to the bondage in Egypt. dass der Knechtschaft der hebräischen Dienst war verglichen mit der Knechtschaft in Ägypten. Yeah. So, in how did the Hebrews came out of Egypt? What was given to them? So, wie sind die Hebräer aus Ägypten ausgezogen? Was würde sie gegeben? I mean, they were given gold, silver, Yes. riches, and this stuff. Yes. Also Reichtümer und Gold und so weiter. It says great substance, right? Großes Hab. Yes. So now let's see that also the Hebrews, when they are fully released at the end of the 7th year, they also get this great substance given to Auch them. wenn wir sehen, diese hebräische Knechte am Ende der 7. Jahre, wenn sie erlassen werden, sie werden auch diese großes Hab erhalten. Wir werden das jetzt sehen. Also wir werden das jetzt sehen. So let's go to Deuteronomy chapter 15 So, lasst uns zur 5. Buch Mose Kapitel 15 gehen and let's read verse 12 to 15. und lesen die Versen 12 bis 15. It says, And if thy brother, an Hebrew man or an Hebrew woman, be sold unto thee, and serve thee 6 years, then in the 7th year thou shalt let him go free from thee. And when thou sendest him out free from thee, thou shalt not let him go away empty. Thou shalt furnish him liberally out of thy flock, and out of thy floor, and out of thy winepress, of that wherewith the Lord thy God hath blessed thee, thou shalt give unto him. So when he goes now, he receives these gifts, right? Also wenn er geht aus, er erhält diesen Gaben. He receives this great substance. Er erhält diese große Hab. Because it says now in verse 15, Und in Vers 15 sagt es, Why are you to do this? warum sollst du das tun? And thou shalt remember that thou wast a bondman in the land of Egypt, and the Lord thy God redeemed thee. Therefore I command thee this thing today. Okay? So it's just the same parallel to when they came out of Egypt. So, es ist wieder ein Vergleich zu der Zeit, wo sie aus Ägypten herausgezogen Yes, sind. this great substance. Dieses große Hab. And what is the silver and the gold illustrating spiritually? Was stellt diese Silber und Gold dar, geistlich gesprochen? So, knowledge and understanding the message. Yes, it's all the truths, right? All die Wahrheiten. So, for instance, Miller saw in his dream, right, all the jewels and this gold in this casket. Zum Right? Beispiel Miller in seinem Traum, der hat diesen Juwelen und das Gold, die Münzen in diesen Kästen gesehen. Okay, so right here, at the end of the 10 here, we will receive all these things. Okay, Gerade hier am Ende des 10. werden wir alle diese Dinge erhalten, if we are faithful. wenn wir treu sind. Okay, and what happens here also literally? Und was geschieht hier auch buchstäblich? Because these great substance spiritually is all these truths, but what is the literal counterpart? of it? Diese große Hab, geistlich sind all diese Wahrheiten, aber was ist das Counterpart, Das buchstäbliche Gegenstück das dazu. buchstäbliche Gegenstück The dazu? land and the riches to furnish yourself in that land. Exactly. Also der Land und das The children. Die Reichtümer. Reichtümern, die du brauchst, um diesem Land
zu erbauen, Ja. zu erstatten. We understand these reparations, right? Also diese Reparaturanzahl. Yes? Amen. Okay? You all with me? Jeder da? Okay. So, alright, then we can jump over the next two verses here from Genesis and Psalms, because that's just speaking about how they came out of Egypt. Überspringen den nächsten paar Bibelversen von 1. Buch Mose und Psalm. Das spricht nur, wie sie aus Ägypten rauskamen. And now let's go back to the feasts, Und jetzt gehen wir zurück zu den Festen. to the Passover feast. Jetzt zu der Passa. Okay. Leviticus 23, verse 4 and 5. 3. Buch Mose 23, Verse 4 und 5. These are the feasts of the Lord, even holy convocations, which ye shall proclaim in their seasons. So what are these feasts? Was sind diesen Festen? Holy convocations. Heilige Okay? Versammlung. So as the Sabbath, yeah, we are here in a holy convocation, alright? So wie hier auf dem Sabbat, wir sind hier an einer heilige Versammlung. Okay, so now let's read verse 5. Jetzt Vers 5. In the 14th day of the first month at even is the Lord's Passover. Okay, so what does the Passover entail, or what substituted the Passover in our time? So was beinhaltet der Passa, oder besser gesagt, was hat den Passa in unserer Zeit ersetzt? Yeah, the feast of Passover, the feast of Communion, right? The last supper, yes. Also der letzte Abendmahl. Yeah. So, and we understand, yeah, this is exactly what we're in at the moment, Und right? wir verstehen, dass das gerade das ist, worin wir uns jetzt befinden. Because what are we to do? Denn was sollten wir tun? Wash our feet and Fuß his waschen, flesh and drink his blood. yes, isst sein Fleisch und trinkt sein Blut. because otherwise we have no Life life in us. in Denn us. ansonsten haben wir kein Leben in uns. And when does the life come into us? Und wann kommt das Leben in uns? According to Ezekiel 37. Gemäß Hesekiel 37, Prophecy of the four winds. Yes, when the prediction comes true, wenn right? der Vorhersage zutrifft. So therefore, here at the end, this is when the life will enter you. Right? So hier am Ende dementsprechend ist, wo das Leben in dir einkehrt. So therefore, we need to eat his flesh and drink his blood in here. Deswegen hierin mussten wir sein Blut trinken und sein Fleisch essen. So all this here is the Passover. So all dies ist das Passa. All right. So, but we also understand. We saw, for instance, Peter. He went through these 3 gates. Aber wir verstehen auch noch dazu, zum Beispiel, wir haben gesehen Petrus, der durch diese 3 Tore hindurchging, um aus dem Gefängnis zu It's kommen. these 3 steps of the everlasting gospel, right? Diese 3 Schritte des ewigen Evangeliums. Because it's what is given in here in this 10. Denn was wird hier in diesen 10 gegeben? There's the form and the letter. Okay. Also das Früh- und das Spätregen, And what is given here in this 10? Talents. So was wird in diesen 10 gegeben? It's asked in connection with Last the chance to yes. It's the last warning Das message, ist der right? letzte Warnungsbotschaft. Okay, and the last warning message is what is to save you? What means does the Lord employ to save you? Und der letzte Warnungsbotschaft, was benutzt der Herr, um dich zu retten? receive the impression that he wants to place upon our heart. Okay. This was Also Isaiah. der Eindruck, die der Herr auf unserem Says Herzen there's geben hope möchte. for them if they receive Yes, the but impression. through which means does the Lord save us? Also durch welchen Mittel? Trials. Suffering? It's the gospel, right? Also das Evangelium. Okay. Yes, and the gospel is the 3 angels messages. Und das Okay. Evangelium ist der 3 So Engelsbotschaft. therefore we have the 3 angels messages also in here. So Right? deswegen haben wir die 3 Engelsbotschaften auch hier drin. And how are the 3 angels messages also illustrated by the feasts? Und wie werden die 3 Engelsbotschaften auch durch die Festmahlen dargestellt? Because with our 3 different Yes, Passover. Yeah, okay. Passover, unleavened bread, and 3 times a year. first fruits. Right? Also Passa, ungesäuerten Brot und Erstlingsfrüchte. Yeah, because it was 3 days. Und Right? es waren 3 Tage. Passover is on the 14th. Passa ist am 14., Unleavened bread is on the 15th. ungesäuerten Brot am 15., And first fruit is on the 16th. Right? Erstlingsfrüchte auf den 16. So that's. Let me just write this down. I'll just use the 7. Okay, I'll just make the 7 up here. So
Passover, so Passa, unleavened bread, ungesäuerten Brot and first fruits. und Erstlingsgaben. FF for first fruits. Okay. So, therefore, what I want to show you is that the Passover, you can look at it from different angles depending on what you want to illustrate. Okay. Deswegen, ich möchte zeigen, dass Passa kannst du von verschiedenen Blickwinkeln anpeilen, je nachdem, was du zeigen möchtest. For instance, yeah, and when you single out the Passover as one feast, standalone feast, Also wenn du den Passa anschaust als ein alleinstehendes Fest, and then the Passover is all this time here where you are to eat his flesh and drink his blood. denn das Passa ist diese gesamte Zeitperiode hier, wo du sein Blut trinken solltest und sein Fleisch essen solltest. But yeah, when you look at this from this illustration of the everlasting gospel, Aber wenn du das Passa anschaust im Hinblick von das ewige Evangelium, then it's marked here, and then you also have the feast of unleavened bread here and the first fruits here. wenn es ist hier markiert, dann hat man auch das Fest des ungesäuerten Brotes und auch Erstlingsgaben. And this is what I want to show you, that you can look at these feasts from different angles. Das Okay. ist das, was ich zeigen möchte, dass wir diese Feste aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten Same können. illustration there is from the midnight cry to the end. It's another bigger version of the 10. Yes. Also es ist dasselbe Darstellung von Mitternachtsruf bis zur Ende. Es ist eine größere Darstellung von das 10. Yes. Okay. So we see, for instance, here we have in this illustration, when you look at the three steps, you have Passover, unleavened bread, and first fruits, right? Diese Darstellung von der ewigen Evangelium hat man Passa, ungesäuerten Brot und Erstlingsgaben. And Theodore, can you maybe open the window for a minute? Okay. So Passover, unleavened bread, and first fruits. But we also saw Passover as a standalone feast is this whole time. Aber wir haben auch gesehen, dass der Passa, also eine alleinstehende Fest ist, diese gesamte Zeit. And I want to show you now also the feast of unleavened bread is also, you can also look at it as a standalone feast. Und ich Okay. möchte auch jetzt zeigen, dass der Fest der ungesäuerten Brot kann man auch betrachten als eine alleinstehende Fest. So let's go now to Leviticus 23, So, lasst uns jetzt zum 3. Buch Mose 23 gehen, verse 6 to 8. die Verse 6 bis 8. It says, "And on the 15th day of the same month is the feast of unleavened bread unto the Lord. 7 days ye must eat unleavened bread." How many days? Wie viele Tage? 7 days. Okay. 7 Tage. "In the first day ye shall have an holy convocation, ye shall do no servile work then. But ye shall offer an offering made by fire unto the Lord 7 days. And the 7th day is an holy convocation, ye shall do no servile work therein." Okay, so it's 7 days, and what is at the beginning and what is at the end? So 7 Tage und was ist am Anfang und was ist am Ende? Yes, a holy convocation. Eine Okay, heilige Versammlung. so and in these 7 days, what are you to eat? Und in diesen 7 Tagen, was sollst du essen? Unleavened bread. Ungesäuerten Brot. Yes, just speak. Nothing sinful. Yes, nothing sinful. Nicht Okay. Sündhaftiges. So what is the Lord doing in this time here with us? So was tut der Herr hier in dieser Zeitperiode mit uns? How does He speak to us? Also wie spricht er mit uns? Yes, Plainly. plainly. Okay. Klartext. So this is this unleavened bread that He's giving us. Das This ist diese Pure ungesäuerte message. Brot, diese reine Botschaft, die er uns gibt. It's the feast in the book of Esther, the 7 days. Das ist dieses 7-tägige Fest, die wir im Buch Esther zu sehen where you bekommen. drink this royal wine, right, in Diese abundance. königliches Wein zu trinken ist. Okay, so and it's just the same thing because, for instance, here, right, we have. Let's use this way. What do you have at the beginning? What do you have at the end? Das ist dasselbe. Was hat man am Anfang, was hat man am Just Ende? give me a few Light and examples. exceeding bright light. Okay. Also Licht und äußerst Yeah. helles Light, Licht. exceeding bright light. Harvest, harvest. Harvest, harvest. Sickle, sickle. Sickle, sickle. Ninth hour. Midnight, midnight. Right. Also so viele. Yes. So also in this feast you have holy convocation. Holy convocation. So auch in Right. diesem Fest hat man heilige Versammlung, heilige Versammlung. Yes. Amen. Nobody can see this. Kann jeder das sehen? Okay. So holy convocation. Holy convocation.
Yeah, so in this illustration, you have a holy convocation at the beginning and a holy convocation at the end. So in Right? dieser Darstellung hat man eine heilige Versammlung am Anfang und eine am Ende. But you also have, in this Sabbath illustration we looked at, this whole is a holy convocation. Aber auch Okay? in den Sabbatdarstellungen, die wir angeschaut haben, das Gesamte ist eine heilige Versammlung. Yes. Amen. So it's the same harvest here and a harvest there. Dasselbe, eine Ernte hier, eine Ernte da. But what is this whole? Aber was ist das Gesamte? It's the time of the Es harvest, ist der right? Zeit der Ernte. Okay, so the Lord always wants to show us these same illustrations. Der Herr möchte uns immer diesen selben Darstellungen zeigen. So in this whole time you have a holy convocation here and a holy convocation here, and you eat for 7 days unleavened bread. So Okay? in dieser Zeit hat man eine heilige Versammlung hier, heilige Versammlung da. Und für diese gesamte Zeit, du isst ungesäuerten Brot. 7 Tage lang. So the whole feast of unleavened bread is also therefore in here. So deswegen das gesamte Fest des ungesäuerten Brotes ist hier drin. And also in the Passover, what kind of bread were you eating? Und auch in der Passe, was für Brot isst man da? Unleavened bread. Also unleavened bread. Auch ungesäuerten Brot. Okay, so And the work is the same. So at the beginning. Ja, and here. Du sollst keine Arbeit tun am Anfang und am yes, Ende auch. exactly. Okay. Also keine Arbeit am Anfang und am Ende auch nicht. It says here in this holy convocations, no work, Keine Arbeit, no work. keine Arbeit. But we saw also in the seventh day and the Sabbath day, no work, Und right? wir haben auch gesehen, im 7. Tag der Sabbat, keine Arbeit. Okay, and we will confirm this as we go through the other feasts. Und wir werden das bestätigen, wenn wir durch die anderen Festen hindurchgehen. Okay, and in verse 8 in Leviticus 23, So, 3. Buch Mose 23, Vers 8. what does it also say? It says, "But ye shall offer an offering made by fire unto the Lord 7 days." So what are you to do? You're not only to eat unleavened bread here, but what also? Also du sollst hier nicht nur ungesäuerten Brot essen, aber was noch? Fire offering. Yes, bring offering by fire. Du Okay. sollst eine Opfergabe durch Feuer bringen. So in this time here, in this 10, we are to bring the Lord a offering by fire. So in diese Zeitperiode, dieses 10 hier, wir sollen den Herrn eine Opfer durch Feuer bringen. Okay, so what is this offering by fire? Let's go to Numbers 28. So, um diesen Opfer durch Feuer zu sehen, gehen wir zum 4. Buch Mose 28. And there it speaks about the feast of unleavened bread. Und hier spricht es über das Fest des ungesäuerten Brotes. And in the 15th day in of this month is the feast. 7 days shall unleavened bread be eaten. So he speaks about the feast of unleavened bread. So spricht über das Fest der ungesäuerten Brote. In the first day shall be an holy convocation, ye shall do no manner of work therein. But ye shall offer a sacrifice made by fire for a burnt offering unto the Lord. So, what are you to offer up here? So was sollst du hier 7 days. aufopfern? 7 Tage? A burnt offering. Ein Okay. Brandopfer. So, 2 young bullocks and 1 ram, 7 lambs of the first year, they shall be unto you without blemish. Okay, therefore, what is the Lord requiring of us when we celebrate this unleavened bread here? So was verlangt der Herr von uns, wenn wir diesen Fest des ungesäuerten Brotes halten? An offering without blemish. Yes, an offering without blemish. Eine Right? Opfergabe ohne Makel. And it's a burnt offering. Und es ist ein Brandopfer. And what does the burnt offering again signify? Und was stellt der Brandopfer dar? What happened with the burnt offering? Was ist mit der Brandopfer Yes, geschehen? everything was consumed. Right? Alles ist verzehrt worden. So, what does it again represent? So was stellt es dar? Everything being consumed in your heart, the fiery trial. A complete offering. Yes, like a complete surrender to the Lord, right? Also so eine völlige Hingabe des Herrn. A complete consecration to God. Eine vollständige Weihung Gottes. So we only can partake in this feast here of unleavened bread if we perform this offering, right? Wir This können nur sacrifice. teilnehmen in diesem Fest der ungesäuerten Brotes, wenn wir diesen Opfer bringen. So if we bring this offering, then the Lord, He will give us this unleavened bread to eat, this pure message. Wenn wir Okay? diesen Opfergabe bringen, der Herr wird uns diesen ungesäuerten Brote geben zu essen, also diese reines Botschaft. And also when you jump down to verse 22, what else was to be offered? So jetzt auch in Vers 22, was würde denn noch It geopfert? says, and 1 goat for a sin offering to make an atonement for you. Okay, so also the sin offerings
we are to bring to God. So auch eine Sündeopfer sollen wir den Herrn bringen. Okay, so this was burnt plus sin offering. Also so Brandopfer plus ein Sündopfer. Okay, so we are to, as we get convicted here along this path, we are to confess our sins. So, Okay. so wie wir diesen Weg entlang überführt werden, sollen wir unsere Sünden bekennen. Okay. So, and this goes hand in hand with the upper room experience, right? Und das geht mit in Einstimmung mit der Obergemach-Erfahrung, Because they confessed each other's sins, right? weil sie haben gegenseitig ihren Sünden bekannt. This we mentioned already in the superintendent. Und das wurde bereits vorher erwähnt. Okay, so now let's go to the next feast. So jetzt zu der nächste Fest, It's the feast of first fruits, right? der Fest des Erstlingsfrüchten. Okay, let's begin in Leviticus 23, verse 9. Also 3. Buch Mose 23, beginnen im Vers 9. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye be come into the land which I give unto you, and shall reap the harvest thereof, then ye shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest unto the priest. So what is to be presented? So was soll dargebracht werden? Sheaf of the first fruits of your harvest. Yes, the first fruits of the harvest. Also die Right? Erstlingsfrüchten deiner Ernte. And he shall wave the sheaf before the Lord to be accepted for you. On the morrow after the Sabbath, the priest shall wave it. Okay, so on the 16th, this first fruit of the harvest was to be offered up. So am 16. der Erstlingsfrucht der Ernte soll aufgeopfert So werden. let's just read now the quote below. So lasst uns den Zitat gerade hier runterlesen. Okay, it says, The Passover was followed by the 7th day's feast of unleavened bread. The first and the seventh day were days of holy convocation, when no servile work was to be performed. On the second day of the feast, the first fruits of the year's harvest were presented before God. Barley was the earliest grain in Palestine, and at the opening of the feast it was beginning to ripen. A sheaf of this grain was waved by the priest before the altar of God, as an acknowledgement that all was his. Not until this ceremony had been performed was the harvest to be gathered. Okay. So we already saw in this illustration here, right? We have Passover, unleavened bread, first fruits. Also wir haben bereits gesehen, in dieser Darstellung haben wir Passe, ungesäuerten Brot und Erstlingsfrüchte. But when you now look at the Feast of First Fruits as a standalone feast, what does it teach us? Aber wenn wir diese Fest der Erstlingsgaben anschauen als einen alleinstehenden Fest, was lehrt uns das? Why was this feast to be celebrated? Warum sollte diesen Fest gefeiert werden? So the harvest can be gathered. Yes, that the harvest can be gathered in. Sodass der Ernte eingesammelt werden Okay, and what do we understand here? What is this number 10 Und was with respect to the harvest? verstehen wir über diesen Nummer 10 in Bezug von der Ernte? According to Matthew chapter 13, the parable of the wheat and tares. Gemäß Matthäus 13, das Gleichnis von Weizen und Unkraut. Yes, the time of Das harvest. ist der Zeit der Ernte. So the harvest begins here, So right? der Ernte beginnt hier. Yes? Amen. Gathering. Yes. So, But before the gathering, it says that the first Amen. fruits need to be raised up. yes. Der Zeit des Sammelns, aber noch bevor das Einsammeln, die Erstlingsfrüchten müssen aufgeschlichtet So, werden. when this is the harvest here, the harvest can only take place if the first fruits are presented at the beginning. Also Right? wenn dies der Ernte ist, also der Ernte kann nur stattfinden, wenn die Erstlingsfrüchten am Anfang dargestellt werden. Yes? Amen. It says on the second day. Yes, but It's obviously something it means by that though. might be, but I want to look at this as a standalone feast. No, I Okay. get your point, but I'm just saying that it marks it there for a reason. Yes, it definitely has a meaning, but as I said, there's different application or different viewpoints on this. Okay, so therefore first fruits So, Okay. Erstlingsgaben. Begins also here at the beginning. So, fängt hier am Anfang an.
basically it's this Feast of First Fruits here when you present the first fruits at the beginning. So das Okay. Fest der Erstlingsfrüchte, wenn du die Erstlingsfrüchte hier am Anfang darstellst. So that there can be a harvest. Okay. So dass der eine Ernte werden kann. And what was in this feast? What was presented? Und in diesem Fest, was würde dargestellt? Dargebracht. Dargebracht? Which grain? Barley. Barley. Okay. Es war Gerste. Okay. So, and I also want to just, I don't know if I would confuse the issue now. I will bring it up a little bit later. That's the thought. Okay, let's go now first to the next feast. So, lasst uns jetzt zu dem nächsten Fest gehen. Okay, let's go to Pentecost. Pfingsten. Okay, and Pentecost was how many days later after the Feast of First Fruits? Und Pfingsten war wie viele Tage nach dem Fest des Erstlingsfrüchten? Okay, so first fruits and Pentecost would be 50 days later. Also Right? Erstlingsfrüchte und Pfingsten wird 50 Tage später sein. We also Pentecost at the beginning. Yes, I know. Wir haben auch ein Pfingsten am Anfang markiert. Okay, so and we come to this point also. Okay, so and you can then also make your point, but let me first finish this thought here. So first fruit and 50 days later you have Pentecost. Okay, Erstlingsfrüchte 50 Tage später gibt es Pfingsten. so here's the 50. Hier 50. And when you remember the story of Nehemiah, Und wenn ihr an die Geschichte von Nehemia denkt, okay, we looked at this. Nehemiah, he came before the king so Nehemia, der at the kam midnight cry. vor der König am Mitternachtsruf. And what did he ask the king to do? Und was erbat er den König? Time, right? Er fragte nach Zeit. And he then came to Jerusalem, and 3 days he tarried in Jerusalem and viewed. On the third day, at midnight, he viewed the wall, right? Er kam nach Jerusalem am 3 Tage, am 3. Tag am Mitternacht hat er den Mauer untersucht. Okay, so and in how many days did they then finish the wall? Und in wie viele Tage haben die den Mauer beendet? 52 days. Yes, but 52 days beginning with the 3 days, Aber right? die 52 Tage, das fing mit den 3 Tagen an. So when they start building on the third day, it was 50 days until it was finished, right? Also wenn sie anfangen zu bauen am 3. Tag, es war dann 50 Tage, bis die Mauer vollendet war. So the 3 days, the third day brings you to here, which would, Cool. and the 3 days would be bringing you to here, Also die 3 Tagen würde dir bis zu diesem Punkt bringen. and on the third day they started building, and then it was on the 50th day where they finished, right? Und am 3. Tag haben sie angefangen zu bauen und es war am 50. Tag, wo sie vollendeten. Or the 52nd day from the time when he arrived. Oder die 52. Tag von der Zeit, wo er losging, Okay, so the 50th day is then ankam in Jerusalem, meine ich. wall finished. Also 50. Tag war der Mauer vervollständigt. And what is the wall? Und was ist der Mauer? It's the law, Das right? ist das Gesetz. Now the law is written in your heart. Okay, Jetzt it's ist das fully restored. Gesetz vollständig in deinem Herzen geschrieben. Okay. But what else was presented on the day of Pentecost? Aber was war noch dargebracht Let's go to Leviticus 23, verse 16 and 17. am Pfingsten? Jetzt gehen wir zu 3. Buch Mose 23, did you say 16, 17? 16 und 17. So it says here, even unto the morrow after the 7th Sabbath shall ye number 50 days, and ye shall offer a new meat offering unto the Lord. Ye shall bring out of your habitations 2 wave loaves of 2/10 deals. They shall be of fine flour, they shall be baken with leaven, they are the first fruits unto the Lord. So what was also presented on Pentecost? So was würde auch am Pfingsten dargebracht? First fruits, right? Erstlingsfrüchte. But what kind of first fruits? Aber was für welche? Just jump down to Exodus 34:22. Also kommt herab zur 2. Buch Mose 34, 22.
it says, and thou shalt observe the Feast of Weeks. Yeah, the Feast of Weeks were Pentecost. Also der Fest der Wochen, das war Pfingsten. Of the first fruits of what harvest? Was für eine Wheat Ernte? harvest. Weizen. So, therefore the same applies to the Pentecost. Before the wheat could be gathered in, these first fruits had to be presented. So dasselbe ist anzuwenden mit Pfingsten. Noch bevor der Ernte eingebracht werden soll, soll diese Erstlingsgabe der Weizen dargebracht. Therefore you also have Pentecost at the beginning in this illustration. So deswegen hast du Pfingsten auch am Anfang in dieser Darstellung. Beginning the wheat harvest. Das ist der Anfang des Weizenernte. Okay. And now that's wheat. Okay, and now I want to bring in another thought, and I hope I don't confuse the issue with this. Jetzt eine weitere Gedanke möchte ich hineinbringen und ich hoffe, dass ich hier keine Verwirrung stifte. Okay, so one time this illustrates barley harvest, and one time it illustrates wheat harvest. So Okay. einmal stellt das Gesamte der Gerstenernte dar und ein anderes Mal Weizenernte. But when you then look at these two harvests, which came first and which came second? Aber wenn du diese beiden Ernten anschaust, welche kam zuerst und welche kam danach? First the barley. Yes, first barley and then wheat. Also Okay. zuerst der Gerste und dann das Weizen. So therefore, in this illustration, you can mark barley at the beginning and wheat at the end. Right? Diese Darstellung kannst du Gerste am Anfang, Weizen am Ende Because- markieren. Yeah, you also have these two harvests, Und right? es gibt auch diese zwei Ernten. That's the special resurrection So and das that's the general resurrection at the end. Right? besondere Auferstehung und das Generalauferstehung. Yes. Amen. So in this sense, you have barley here, In diesem Sinne Gerste hier und Weizen hier mit. wheat here. So we can see we must look at these things from different perspectives, and then they illustrate different things. So wenn wir diese Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, dann stellen sie verschiedene Dinge dar. Okay. So everybody can follow so far. Kann jeder folgen? Soweit? So and it also says here in Leviticus 23:21 about Pentecost. Und in 3. Buch Mose 23, Vers 21 über Pfingsten sagt es, It says, and ye shall proclaim on the same day that it may be an holy convocation unto you. So what is it also? was ist es auch noch? Holy Das Vers convocation. 21? Yes. Eine heilige So Versammlung. it mentions this over and over again. They're all these holy convocations. Okay. Sagt es wieder und wieder. Die sind alle diese heilige Okay. Versammlungen. Now let's go to the next feast, the Feast of Trumpets. So, jetzt zur nächsten Fest, Fest der Posaunen. It says, Leviticus 23:23. 3. Buch Mose 23, Vers 23. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, saying, In the 7th month, in the first day of the month, shall ye have a Sabbath, a memorial of blowing of trumpets and holy convocation. It's also a holy convocation, right? Auch eine heilige Versammlung. Ye shall do no servile work therein, but ye shall offer an offering made by fire unto the Lord. So also a fire offering like in the Feast of Unleavened Breads, So right? auch eine Feueropfer, der gebracht werden, so wie im Fest des ungesäuerten Brotes. But where is the Feast of Trumpet marked here? Aber wo ist der Fest der Posaunen hier markiert? Yes, at the beginning of the 10th, right? Anfang des 10. Because 10 days later was the October 22nd. 10 Tage später ist der 22. Oktober. Okay, so that's Feast of Trumpets, right? So Fest der Posaunen. And it warns you against this day here. Und Okay. es warnt von diesem Tag vor. Okay. And it speaks about don't leave blow the trumpet. It's a holy convocation. Okay. Und wenn die Posaune stößt, das ist eine heilige Versammlung. Okay. Now let's go to Joel 2 verse 15. Jetzt gehen wir zu Joel Kapitel 2 Vers 15. And because these holy convocations are also mentioned elsewhere in the Bible. Weil diese heilige Versammlungen sind anderswo in der Bibel auch erwähnt. Because we looked at this right at the beginning of the 10. What are all the watchmen doing here? Denn wir haben das bereits angeschaut am Anfang des Zenes. Was tun diese Wächter? Yes, they blow the trumpet, Die right? stießen in der Posaune ein. Ezekiel, Joel, Habakkuk,
Isaiah, Jeremiah. Ezekiel, Joel, Habakkuk, Jeremia. Yeah, they're all these characters that partake in the Feast of Trumpets. Das Okay? sind all diese Charaktere, die teilnehmen an diesem Fest der Posaunen. They partake in this holy convocation. Sie nehmen Okay. teil an dieser heiligen Versammlung. So let's go to Joel 2, verse 15 to 17. Joel Kapitel 2, Verse 15 bis 17. It says here, blow the trumpet in Zion. So what are you to blow? Worin sollst du stehst? Yes, partake in the Feast of Trumpets. Okay. Posaune. Du sollst teilnehmen an der Fest der Posaunen. Sanctify a fast, call a solemn assembly. Gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children. So what are they to do? Was sollen sie tun? Holy Convocation. Yes, they are to hold a holy convocation. Sollen Okay. eine heilige Versammlung rufen. So, and those that suck the breast, let the bridegroom go forth of his chamber, and the bride out of her closet. Let the priests, the ministers of the Lord, weep between the porch and the altar, and let them say, spare thy people, O Lord, and so on and so forth. Okay, so that's what we are to do, right? We are to weep and howl in this time, in this holy convocation, and pray, spare thy people, O Lord. Und das Okay. sollen wir tun in dieser Zeit. Wir sollen heulen und wehklagen in dieser heilige Versammlung und flehen, dass der Herr sein Volk verschont. Because only if we weep and howl in this time here, the sealing angel comes and places the mark on our forehead. Denn nur wenn wir in diese Zeit heulen und wehklagen, wird der versiegelnde Engel kommen und den Siegel Gottes in unserem Stirn markieren. Okay, and the same we find in Joel 1, 14 and 15. Dasselbe können wir finden in Joel Kapitel 1, Verse 14 We und can just 15. read the bold-faced. Wir lesen nur den fettgedruckten It da. says, sanctify ye a fast, call a solemn assembly, gather the elders and so forth. And then verse 15, alas for the day of the Lord is at hand. So this is what we are to do. We are to give this trumpet. Right? So, wir sollen diese Posaune stoßen. Also Zephaniah speaks about it. Auch in Zephaniah spricht er darüber. Let's go to Zephaniah 2, verse 1 to 3. Zephaniah 2, Verse 1 bis 3. It says, gather yourselves together, yea, gather together, O nation not desired. So what are we to do? Was sollten wir tun? Gather together, right? Have this holy convocation. Zusammenkommen, diese heilige Versammlung haben. Celebrate all these feasts here. Zu Okay. all diesen Festen sollten wir halten. Okay. Before the decree bring forth, before the day pass as the chaff, before the fierce anger of the Lord come upon you, before the day of the Lord's anger come upon you. So, in order to avoid the anger of the Lord to come upon us here at the end, we are to gather here together. Right? So dass wir vermeiden, dass der Zorn des Herrn auf uns hier kommt, sollten wir uns hier versammeln. Verse 3. Vers 3. Seek ye the Lord, all ye meek of the earth, which have wrought his judgment. Seek righteousness, seek meekness. It may be ye shall be hid in the day of the Lord's anger. Okay, so what are we to do in this time? So, was sollten wir in dieser Zeit tun? Seek the Lord. Right? Sucht den Herrn. And how are we to seek God? Und wie sollten wir Gott suchen? What does the Bible say? Was sagt der Bibel? When do we find him? Wann finden wir ihn? With all our hearts. If we seek him with all our heart. Weil Right? wir ihn mit unserem unsere ganzen Herzen suchen. So if we seek the Lord here in this time of the holy convocation, So, wenn wir den Herrn suchen in dieser Zeit der heiligen Versammlung, then we will be hid in the day of the Lord's anger. dann werden wir verborgen sein im Tag des Herrn Zorn. Okay, so if this is the commandment here, Und so, wenn dies hier das Befehl to ist, gather together for these holy convocations, dass wir uns hier versammeln für diese heilige Versammlungen, what does the Bible say? What are we therefore not to do? so was sagt der Bibel, was sollen wir dementsprechend Let's nicht go to tun? Hebrews 10, verse 24 to 25. Kommen wir zu Hebräer 10, Verse 24, 25. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as ye see the day approaching. So, what are we not to do? So was sollten wir nicht tun? Not forsake these feasts, Wir okay? sollen diesen Festen, diese heilige Versammlungen nicht versäumen. Yes, don't forsake these
holy convocations. Okay, Versäume nicht diese heilige Versammlung. That's the only way how you can be saved. Das ist der einzige Weg, wie wir errettet werden So können. if you depart from this message, if you leave these holy convocations, Also Ja. wenn du dich von dieser Botschaft entfernst, wenn du dich von dieser heiligen Versammlungen entziehst, if you don't partake in the Passover or eat the unleavened bread, also wenn du nicht teilnimmst in der Passa oder nimmst das ungesäuerten Brot, or if you don't offer up these sacrifices and partake in the first fruit in the Pentecost, also wenn du nicht teilnimmst an diese Opfergaben, wenn du nicht diese Opfergaben hinbringst und teilnimmst an Pfingsten und den Erstlingsfrüchten, if you don't give the trumpet message, wenn du diese Posaunenbotschaft nicht von dir gibst, then it applies what applies to you here in 1 John 2 verse 18 and 19. dann ist das dir anzuwenden, was wir hier in 1. Johannes Kapitel 2, Verse 18 und 19 sehen. And that says, "Little children, it is the last time, and as ye have heard that Antichrist shall come, even now are there many Antichrists, whereby we know that it is the last time. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out, that they might be made manifest that they were not all of us." Okay, so when you leave these holy convocations, Also wenn du diese heilige Versammlungen verlässt, you're Antichrist. du Okay, bist Antichristus. This So- is not more speaking about the midnight cry. I mean, I get it still be in this time, but yes, yeah, but it's just the same principle. Okay, Das ist genau dasselbe Prinzip. so you are not to leave these holy convocations. Du sollst diese heilige Versammlungen nicht verlassen. And all that leave the holy convocations, they are made manifest that they are Antichrist. Und Okay. all diejenigen, die diese heilige Versammlungen verlassen, die werden am Ende manifest gemacht werden, dass sie Antichristus sind. Okay, so let's go to the next holy convocation, So, zur nächsten heilige Versammlung, the Day of Atonement. Tag I der don't know that Versöhnung. you can say that in this way, right? Because Antichrist is somebody who denies the power. So, in 1 John, so why would you say that they are Antichrist? No, when you leave the message that can save you, then you're not. You are, Holy of Christ. course, you're foreseeing, but you say they are Antichrist. So Yes, that's the only that's what, question. what it said. Yeah, okay, but this is applying about the midnight cry. That's what Brahma said. okay, but I get the point. What all the point I was making is, if you would take this verses that would begin there, it's those that deny their past experience, but that's a 10 that's illustrated there. I think this is this last test that's repeating the same thing. There's people are going to get all the way to this deliverance here and then Deny the past experience. deny the past experience in another sense. So, and we must get this. This is the effect of every vision, right? Also wir müssen das verstehen, dass das hier die Erfüllung eines jeden Vision ist. So basically, all these things they have an application in this tent. So, all diese Dinge haben hier in diesen 10 eine Anwendung. Ja. Yeah, the principle. Not every story fits in there. The principles of every story will be fulfilled. Yes. Okay. So let's go now to Leviticus 23, So, jetzt gehen wir zu 3. Buch Mose 23, and let's read verse 26. Vers 26 fangen wir an. It says, "And the Lord spake unto Moses, saying, Also on the 10th day of this 7th month there shall be a day of atonement. It shall be an holy convocation unto you." So again, a holy convocation. Right? Wieder eine heilige Versammlung. "And ye shall afflict your souls and offer an offering made by fire unto the Lord." Also a fire offering. Right? Wieder eine Brandopfer. Okay. "And ye shall do no work in the same day." So again, no work. Wieder keine Arbeit. Okay, for it is the day of atonement, to make an atonement for you before the Lord your God. So, in one application we saw, right, the Feast of Trumpets was warning against what would come 10 days later. Right? In einer Anwendung haben wir gesehen, der Fest der Posaunen warnt vor, was 10 Tage später stattfinden So, wird. trumpets warns you against the Day of Atonement here. Posaunen warnen vor der Versöhnungstag. So, but again, if you, Judgment is said in the books of yes,
So if you take it as a standalone feast, Also wenn du das als ein alleinstehende Fest nimmst, then we understand at the beginning, the judgment sits and the books are wir opened. verstehen, dass am Anfang das Gericht ist im Platz gestellt und die Bücher werden aufgetan. And when you go now to the last verse, verse 32, Und wenn wir jetzt hier zu Vers 32 gehen, 32, it says, "It shall be unto you a Sabbath of rest, and ye shall afflict your souls in the 9th day of the month at even, from even unto even shall you celebrate your Sabbath." Okay, so from when to when was the Day of Atonement? so von wann bis wann war der Versöhnungstag? Even to even. Von Okay, Abend zu Abend. so you have an even here. So, es gibt hier der Abend, Yeah, from even to so von Abend bis even, Abend. and this is this holy convocation where you are to afflict your souls. Und Okay, das ist diese heilige Versammlung, wo du deine Seele peinigen sollst. and the Lord is there doing His work in the most holy place. Und Right? der Herr tut sein Werk im Allerheiligsten in dieser Zeit. Okay, and therefore you can see if you forsake this holy convocation, Deswegen könnt ihr sehen, dass wenn du diese heilige Versammlung versäumst, you're lost. Okay, you're du Antichrist. bist Okay? verloren, du wirst Antichristus. That's why Paul says, "Don't forsake the gatherings together." Okay. Deswegen sagt Paulus, versäume nicht diese heilige Versammlungen. Okay. So, and the last feast is the Feast of Tabernacles. Und der letzte Fest ist der Laubhüttenfest. Okay, let's read Leviticus 23, Im 3. Buch Mose 23, verse 33 to 36. 33 bis 36. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, saying, The 15th day of this 7th month shall be the Feast of Tabernacles for 7 days unto the Lord. On the first day shall be an holy convocation. Ye shall do no servile work therein. 7 days ye shall offer an offering made by fire unto the Lord. On the 8th day shall be an holy convocation unto you, and ye shall offer an offering made by fire unto the Lord. It is a solemn assembly, and ye shall do no servile work therein. Okay, so in one sense, also the Feast of Tabernacles, what was it pointing to? Also im gewissen Sinn der Laubhüttenfest, worauf weist es? Yeah, second coming of Auf Christ. das Right? zweite Kommen Christi. They were joyous because of what? Sie haben Sins frohlockt, have been blotted. Yes, the Deswegen. sins blotted out. weil ihre Sünden ausgetilgt worden And sind. what were they there also to present, or yeah, what were they also to present there? I mean, First fruits. Was sollten sie auch darbringen? Or not the first fruits, but they were to take a portion of what they'd received from yes, the Lord and bring it. exactly. Also die sollten einen Teil von das, was sie von dem Herrn erhalten haben, also einen Teil von der Ernte. So it was also called the Feast of Ingathering, So, right? es war der Fest des Einsammelns Ja. genannt. The gathering. Yes, it's when the harvest was over, then they were to basically provide the Lord a thank offering. Also wenn der Ernte vorüber war, die sollten ein Dankopfer darbringen. So and this would be in this illustration then here, right? Das wäre in diese Darstellung hier. Feast of Tabernacles. Also das Laubhüttenfest. Okay, but when we look at this again as a standalone feast, okay, Also wenn wir das wieder als eine alleinstehende Fest betrachten, yeah, we again see the similar pattern, right? wir That können den ähnlichen Muster wieder erkennen. that it's 7 days long, Yes. and you have a holy convocation at the beginning and a holy convocation at the end. 7 Tage lang, eine heilige Versammlung am Anfang, heilige Versammlung am Ja. Ende. So I don't know at the moment the justification how to place it here at the beginning beside the pattern. Okay. Also ich habe keine Rechtfertigung, es hier am Anfang zu platzieren, außer wenn wir den Muster von allen anderen befolgen. I mean, yes, it's in gathering. But this is the gathering time in this period, so it's Also the es ist ingathering. eine Einsammlung und diese Zeit ist der Zeit des And Einsammelns. we read the other day that the Lord comes down from heaven with the holy city. It's the second coming, so really it's
this period where he's in gathering and filling the city until it's complete. Also wir haben gelesen, wie der Herr kommt herab mit der Stadt und das ist hier ist der Zeit des Einsammelns, bis der Stadt voll ist, also am Ende. Maybe yes. Okay. So I would also agree that it's marked also here at the beginning. Also ich werde auch zustimmen, dass es hier am Anfang markiert werden kann. But there needs to be some more studies on this. Okay. Aber ich möchte noch weitere Studien daran machen. Okay, but the conclusion of all this. Aber der Zusammenfassung oder der Zusammenschluss von all dies, We can see the feasts. Schlussfolgerung. The feasts they have different applications depending on what you want to illustrate. Okay. Diese Feste haben verschiedene Anwendungen, je nachdem, was du darstellen möchtest. For instance, they can be illustrated one time like this. Zum Beispiel, die können einmal so dargestellt That's werden, the 3 steps of the everlasting gospel. die 3 Schritte des ewigen Evangeliums. And sometimes they are marked at the beginning, sometimes at the end. Okay. Manchmal sind sie am Anfang markiert und am Ende markiert. Depending on which view you want to look at those. Okay. So, je nachdem, welcher Ansichtspunkt du da sehen möchtest. But It says it in John chapter 7. Yes. Because in John chapter 7 is speaking about the Feast of Tabernacles. In Johannes 7 spricht es über das Laubhüttenfest. And in the very last day of it, on verse 37, Vers 37 auf der allerletzten Tag. says, in the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. It's like this last chance, right? And he says, he that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. That's the very next thing that's going to happen, is the let it rain. So it's like this very last call right at the very end for them Yeah, to like- come to him. Yes. So Vers 37 ist der allerletzte Ausruf, dass sie zu Christus kommen, denn Vers 38 ist der Spätreden. Yes. Okay, so it would be like a 10 in the 10, if you want to say. Well, it's just, Yes. yes, I guess you can look at it that way, but Also das wäre schon fast wie ein 10 innerhalb des 10 sein. Yes. All right. Yes, it's the last day, and therefore it started at the beginning. Right? Last day before it started. At the beginning. Also es ist der letzte Tag und deswegen fing es am Anfang an. he's just showing you that within the Feast of Tabernacles, right, where you're already celebrating, there's still an opportunity for you to Yes. be gathered in. Es zeigt, dass in das Laubhüttenfest, wo du bereits feierst, dass es immer noch eine Möglichkeit gibt, kurz vor dem Ende, gerade am Ende, dass du eingesammelt werden kannst. Yes. Okay. And we could see here in this time we are not to do our own works anymore. Und wir konnten sehen, in dieser Zeit sollen wir unsere eigenen Werke nicht mehr tun. It's this holy convocation that we are to have. Es ist diese heilige Versammlung, die wir hier haben sollten, Where we have to partake in these different feasts. Okay. wo wir an all diese verschiedenen Festen teilnehmen sollen. Passover, Passa, Feast of Unleavened Bread, ungesäuerten Brot, that we eat this pure message, dass wir diese okay, reine Botschaft essen, that we drink His blood, dass wir sein Blut trinken, and that we wash our feet, dass wir okay, unsere Füße waschen, that we offer these burnt offerings up to Him, dass wir diese Brandopfer ihm hinbringen. meaning to fully consecrate ourselves to Him, Das heißt, dass wir uns ihm völlig weihen, that we offer this sin offering, that we confess all our known sins to Him, dass wir diese Sündopfer bringen. Das heißt, dass wir uns all unsere bekannten Sünden bekennen, and that we basically blow the trumpet, we give the trumpet message, dass wir diese Posaune stoßen und geben diese Posaunenbotschaft, that we afflict our souls here like in the day of atonement, dass wir unsere Seelen peinigen wie im Versöhnungstag, and that we don't leave
the holy convocations. Und dass wir diese heilige Versammlungen nicht versäumen oder verlassen. That we make use of every opportunity that presents us to receive this message. Dass wir jede Gelegenheit nutzen, die uns gegeben wird, diese Botschaft zu erhalten. Because whoever didn't partake, for instance, in the Day of Atonement, was cut off from the assembly. Denn wer an Versöhnungstag nicht teilnahm, würde von der Versammlung abgeschnitten. Okay, so if we think that we can just say, I don't need this, Also wenn wir denken, ja, ich brauche das nicht, and we spend our times with vain things instead, und wenn wir unsere Zeit verbringen mit nutzloses Dingen, then we are not partaking in these holy convocations, and basically we will be cut off. dann nehmen wir nicht teil an dieser heiligen Versammlung und werden dementsprechend abgeschnitten. Amen? Amen. Okay. Then let's close with a hymn. So, lasst uns Let us close in prayer. mit Gebet schließen. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, we thank you for these holy convocations, wir danken dir für diese heilige Versammlungen and we thank you, Lord, that we can partake of this unleavened bread. und wir danken dir, dass wir an diesem ungesäuerten Brot teilnehmen dürfen. Help us only to bring you the right burnt and sin offerings, Hilft nur, dass wir dir das richtige Brand- und Sündopfer bringen. and as you already showed us, we are already in some sense set free at the beginning of the 7th year. Und so wie du uns bereits gezeigt hast, dass in gewissen Weisen sind wir am Anfang des 7. Jahres freigesetzt, But help us now to endure until the end of the 7th year to be fully released. aber hilft uns durch das gesamte 7. Jahr hindurchzuhalten, dass am Ende wir vollständig befreit werden. That you can give us this great substance, Dass du uns dieses große Hab geben kannst. and that we therefore do not forsake our gatherings, this holy convocation, Und dass wir diese Versammlungen nicht versäumen, diese heilige Versammlungen. and that we can give the trumpet a certain sound. Und dass wir die Posaune eine gewisse Ertonung von sich geben können. So please bless us on this Sabbath day, this holy convocation, So bitte segne uns an diesem Sabbattag, diese heilige Versammlung. and we ask and pray in Jesus' name. Und wir bitten und beten in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.